I think the video actually added something. Most of them were just silly premises to jump around and be very drunk. Was wäre, wenn einer der angesehensten Songschreiber der Punk- und New Wave-Ära sein jahrzehntelanges Schweigen brechen würde, nicht um eine Rechnung zu begleichen, sondern um ein ungefiltertes Licht auf eine andere Ikone zu werfen? Was wäre, wenn das Ziel dieser Reflexion eine der geheimnisvollsten und beliebtesten Figuren des Pop wäre, Agnetha Fältskog von ABBA? Mit 70 Jahren hat Elvis Costello nichts mehr zu beweisen. Mit einem umfangreichen Katalog, literarischen Texten und einem Ruf für brutale Ehrlichkeit ist er seit langem als scharfer Beobachter der Musikindustrie und der Menschen, die sie prägen, bekannt. Als er also kürzlich in einem unbedachten Interview nachdenklich wurde und Agnethas Namen auf eine Weise fallen ließ, die niemand erwartet hatte, wurden Fans und Insider gleichermaßen hellhörig. Was folgte, war kein Skandal, aber es war auch kein einfaches Lob. Es war vielschichtig, persönlich, ein wenig widersprüchlich, und es hat den Vorhang über eine Beziehung gelüftet, von der die Öffentlichkeit nichts wusste, sei es beruflich, philosophisch oder etwas weitaus Differenzierteres. Was genau hat Elvis gesagt? Warum jetzt? Und was verrät das nicht nur über Agnetha, sondern auch über den Preis des Ruhms, die Natur des Genies und die stillen Verbindungen, die die Popgeschichte prägen? Bleiben Sie bei mir, denn die Wahrheit ist nicht das, was du denkst. Und wenn du einmal gehört hast, was Elvis zu sagen hatte, wirst du keinen der beiden mehr auf dieselbe Weise betrachten. In einem kürzlichen Podcast-Auftritt, der jetzt viral gegangen ist, Elvis Costello wurde nach Künstlern gefragt, die er bewundert. Und nach solchen die, wie er sagt, immer ein Rätsel bleiben. Da ließ er einen Namen fallen, mit dem niemand gerechnet hatte. Agnetha Fältskog, die Stimme von ABBAs größten Hits. Doch was als Bewunderung begann, wurde schnell zur Offenbarung. Er gab zu, dass sie sich in den späten 90er Jahren heimlich im Studio trafen. Eine, die laut Costello eine Seite von Agnetha zeigte, die die Öffentlichkeit nie gesehen hat. Sie war zurückhaltend, brillant, aber zutiefst misstrauisch gegenüber Leuten wie mir, sagte er. Es gab immer eine Mauer, und ich glaube, diese Mauer wurde aus Schmerz und nicht aus Egoismus errichtet. Costello fügte hinzu, dass Fältskog kein Interesse an einem Comeback habe und dass sie sich ihm einmal anvertraut hat. Ich habe der Welt genug von mir gegeben. Sie werden mit dem leben müssen, was sie haben. Ein Moment der Verletzlichkeit oder ein Seitenhieb auf die Fans, die ständig um mehr betteln? Schauen Sie weiter, um es zu erfahren. Zwei Legenden, zwei Welten. Auf den ersten Blick scheinen Elvis Costello und Agnetha Fältskog einander völlig unähnlich zu sein. Der scharfe, zynische und furchtlose Elvis Presley, der emotionale Ängste in Liedern ausdrückte, kam in den späten 1970er Jahren mit einem spöttischen Blick und einer Buddy Holly-Brille. Er war bekannt für seine Auftritte. Als Kritiker und Dichter schuf er sich mit Alben wie This Year's Model und Armed Forces eine Nische in der Post-Punk-Szene. In seinen Texten sezierte er häufig Liebe, Berühmtheit und die Absurditäten des modernen Lebens. Er war ungefiltert, wortgewandt und klug. Und er war immer bereit, den Status quo zu hinterfragen. Währenddessen hatte Agnetha bereits die ganze Welt mit den ausgefeilten Harmonien und funkelnden Melodien von ABBA erobert. Im Jahr 1980 wurde sie zum Popkönigspaar. Global Blockbuster wie The Winner Takes It All und SOS wurden größtenteils auf ihre Stimme zurückgeführt, da er als brillant, sehnsüchtig und unvergesslich beschrieben wurde. Doch obwohl einige Leute die Musik von ABBA als extrem kommerziell und glänzend empfanden, verlieh Agnetha den emotionalsten Momenten der Band eine eindringliche Tiefe. Es war unverkennbar, dass sie in der Musik präsent war. Aber sie war schüchtern in Interviews und besuchte keine Hollywood-Partys. Sie war das stille Geheimnis, das sich hinter dem Rampenlicht verbarg. Sie stammten nicht aus der gleichen Region der Musikindustrie und hatten auch nicht die gleiche Art von Ruhm. Andererseits war Agnetha eine zurückhaltende Berühmtheit, die vom Publikum gemocht wurde, während Costello eine Kultlegende mit kritischer Glaubwürdigkeit war. Andererseits waren sie beide auf ihre eigene Art und Weise Geschichtenerzähler. Darüber hinaus verbrachten beide Personen Jahrzehnte damit, sich in einem System zurechtzufinden, das Künstler sowohl lobte als auch bestrafte, insbesondere diejenigen, die sich weigerten, sich an die Normen der Branche zu halten. Nicht direkt auf der Bühne,
aber über das gemeinsame Bewusstsein von Berühmtheit, Einsamkeit und der seltsamen Echokammer, sowohl gemocht als auch missverstanden zu werden, beginnen sich ihre Wege zu kreuzen. Genau an diesem Punkt beginnen sich ihre Wege zu kreuzen. Das Geständnis, was Elvis wirklich gesagt hat. Nein, es war nicht während einer Preisverleihung. Dies geschah nicht während eines Pressejunkets. Es handelte sich beim besten Willen nicht um einen gut inszenierten Podcast-Moment. Während eines ehrlichen Interviews, das Anfang 2024 in einer ruhigen BBC Radio 4 Show stattfand, machte Elvis Costello eine unerwartete Enthüllung. Das Interview war ein langes Gespräch, bei dem der Filter häufig abfällt und die Vergangenheit wie eine abgenutzte Schallplatte an die Oberfläche kommt. Auf die Frage nach seinem Vermächtnis, seinem künstlerischen Bedauern und den Stimmen, die ihn begleitet haben, hielt Costello inne, lehnte sich zurück und murmelte einen Namen, den niemand als Antwort auf die Frage erwartet hatte. Kennen Sie die Person, die nie die ihr gebührende Anerkennung erhielt? Es war Agnetha Faltskog. Ein Schweigen legte sich über den Raum. Der Gastgeber blinzelte verblüfft mit den Augen. In diesem Moment sagte Costello, ich meine es ernst. Damals haben wir ABBA alle ignoriert, weil sie zu glänzend, zu poppig und zu sauber waren. Aber achten Sie auf Ihre Stimme. Ihr solltet zurückgehen und zuhören, ohne so arrogant zu sein. Es ist eine Quelle des Kummers damals. Es ist ein echter Herzschmerz. Verheerend ist das Wort. Das Geständnis wurde von diesem Zeitpunkt an fortgesetzt. Costello verriet eine jahrzehntelange verborgene Zuneigung und erklärte, dass er Faltskogs Solowerke im Stillen studiert habe, insbesondere ihre eindringlichen Balladen, die nach ABBA veröffentlicht wurden. Diese Balladen waren vollgepackt mit Liedern, die von Gefühlen wie Einsamkeit, Zurückhaltung und Sehnsucht geprägt waren. Seine Aussage lautete, es gibt eine Version von Ruhm, die Menschen auslöscht. Sie hat nie zugelassen, dass ihr so etwas widerfährt. Sie ging auf Distanz. Etwas wurde von ihr bewahrt. Das habe ich immer sehr geschätzt. Doch die emotionale Wendung, die der Vortrag danach nahm, hat das Publikum wirklich verblüfft. Costello gab zu, dass er irgendwann in den frühen 2000er Jahren, als er selbst eine schwierige Zeit durchlebte, einen Song schrieb, der direkt von Agnetha inspiriert war. Das Lied wurde von ihm nie öffentlich gemacht. The Girl Who Disappeared into the Melody, war der Arbeitstitel, den er ihm gab. Es ging um jemanden, der das Gewicht von Millionen von Träumen trug und dann das Schweigen dem Applaus vorzog, sagte der Redner. Das zeugt von einer gewissen Tapferkeit. Für einen Mann, der für seine scharfe Zunge und sein zurückhaltendes Äußeres bekannt war dies das Äußerste an Respekt, das man finden konnte. Außerdem war es kein kommerzielles Ereignis. Die Platte wurde nicht veröffentlicht. Es gab keine Zusammenarbeit. Und es gab keine industrielle Motivation. Unverfälschte Wertschätzung. Offen wie ein offener Brief. Jahrzehnte nachdem er hätte geschrieben werden sollen. Welchen Standpunkt vertrat Agnetha? Die Antwort kam von ihrer Seite. Und zwar auf eine Weise, die normalerweise unauffällig ist. Agnetha antwortet Schweigen oder subtile Antwort. Im Gegensatz zu ihren früheren Auftritten vor Tausenden von Menschen, bei denen sie mit Stroboskoplicht und tosendem Beifall überschüttet wurde, hat Agnetha Faltskog den größten Teil ihres Lebens nach ABBA in bewusster Stille verbracht. Ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit war kein dramatischer, sondern ein gewollter. Sie ist nicht verschwunden, sondern hat sich nach ihrer eigenen Zeitrechnung zurückgezogen. Als die Kommentare von Elvis Costello über sie ihren Weg durch die britischen Medien fanden und in Fanforen auf der ganzen Welt widerhallten, war die wichtigste Frage, die sich stellte, ob sie überhaupt antworten würde. Die Tage vergingen. Dan, mehrere Wochen. Es gibt keinen Ton. Aber danach gab es einen Moment der Stille, den sowohl Fans als auch Kritiker als lyrische und unaufdringliche Antwort verstanden. Agnetha wurde ganz beiläufig gefragt, ob sie gehört habe, was Elvis Costello in einem kurzen Interview über sie gesagt habe, das geführt wurde, um die Wiederveröffentlichung ihres 2013 erschienenen Soloalbums A. Ihre Augen haben nicht gezuckt. Keiner von ihnen wich zurück. Ja, sagte sie, und ich persönlich glaube, dass er ein sehr freundlicher Mensch ist. Es entstand eine kurze Pause. Die Person, die die Befragung durchführte, lehnte sich näher heran. Was gibt es sonst noch? Eine weitere Aussage von ihr war, es ist immer seltsam, wenn jemand, den man bewundert, etwas in der Stimme sieht, etwas in deiner Stimme sieht. In den 1980er Jahren habe ich viel Zeit damit verbracht, Almost Blue zu hören.
Meiner Meinung nach ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir über dieselbe Art von Geistern geschrieben haben. Tja, das war's. Ein einfaches Dankeschön ist ausreichend. Es wird keine mysteriösen Beiträge geben, nur ein Kommentar zu Geistern, die wir alle teilen. Die Bedeutung ging jedoch nicht verloren. Die Fans erkannten die Verbindung schnell. Almost Blue. Costellos melancholischer Jazz-Country-Versuch von 1981 basierte auf Trauer und Sehnsucht. Mit Anklängen an Agnetas eigene Soloballaden wie If I Thought You'd Ever Change Your Mind oder The One Who Loves You Now. Wenn Elvis einen Song für sie komponiert hatte, der nicht veröffentlicht wurde, dann war dies ihr Lied, das sie ihm zurückgab. Nicht in Form von Noten, sondern in Form von Erinnerungen. Außerdem erlaubte sie in einer für Agneta charakteristischen Weise der Welt, die Lautstärke eines Flüsterns zu wählen. Costello und ABBA, eine verborgene Geschichte. Auf den ersten Blick scheinen Elvis Costello und ABBA völlig gegensätzlich zu sein. Er ist der scharf geschnittene Poet des Punk- und Pop-Rock, der sich durch bittere Lieder und politische Tiraden brüllt. Er ist bekannt für seine Ästhetik im scharfen Anzug. Sie kennen sie vielleicht als die polierten Pop-Perfektionisten aus Schweden. Sie sind berühmt für ihre glitzernden Outfits, glänzenden Harmonien und dauerhaften Ohrwürmer. Wenn man jedoch ein wenig weiter gräbt, entdeckt man einen interessanten musikalischen Faden, der sich abzuzeichnen beginnt. Dieser Faden ist einer, der Costello und ABBA auf intimere Weise verbindet. Als Fans vielleicht vermuten. Eine zögerliche Bewunderung. Es ist bekannt, dass Costello in seinen jungen Jahren die glitzernde Oberfläche der Mainstream-Musik notorisch verachtete. In Interviews, die er in den späten 1970er Jahren gab, zählte er ABBA zu dem, was er als Manufactured Pop bezeichnete. Zu dieser Kategorie zählte er auch Disco-Interpreten und Eurovisions Flair. Seine Kritik war nicht die einzige. Zu dieser Zeit galt ABBA als schlechte Band, die man nicht mögen durfte. Besonders in der punkorientierten Musikpresse im Vereinigten Königreich. Doch dann kam etwas dazwischen. Als Costello Ende 20 war, änderte er seine Meinung und gab in einem Interview mit der Zeitschrift Uncut zu, dass er ABBA auf dem Höhepunkt ihrer Popularität falsch eingeschätzt habe. Er lobte vor allem die Akkordfolgen von Benny und Bjorn, beschrieb ihre Komposition als täuschend komplex und zog Parallelen zur Arbeit von Brian Wilson und Paul McCartney. Er sagt, diese Platten enthalten eine Freude, die von Melancholie durchdrungen ist. Weil sie so gut gemacht sind, sieht man das nicht auf den ersten Blick. Aber es zieht sich durch die ganze Sache. Schließlich stellte sich heraus, dass Costellos persönliche Wiedergabeliste eine Reihe von ABBA-Hits enthielt. Nicht nur Agnetas herzzerreißende Balladen wie The Winner Takes It All, One of Us und Slipping Through My Fingers, sondern auch ihre Weltklassiker wie Dancing Queen und Mamma Mia, die auf der ganzen Welt gespielt wurden. Die beinahe Zusammenarbeit. Anfang der 2000 Jahre gab es Gerüchte, dass Costello und ABBA an einem Song zusammenarbeiten könnten. Quellen aus der Branche behaupten, Costello habe früher in Erwägung gezogen, als Teil einer geplanten Hommage an den skandinavischen Pop entweder für Agneta oder Frida einen Song zu schreiben. Berichten zufolge hat Costello dieses Konzept einmal in Erwägung gezogen. Da ABBA weiterhin ein Sabbatjahr einlegten und beide Damen ihre Aufmerksamkeit von den regulären Aufnahmen ablenkten, wurde das Projekt nie abgeschlossen. Trotzdem hat Costellos Verehrung nicht nachgelassen. Im Gegenteil, sie wurde sogar noch inniger. In einem Blogpost, der 2011 veröffentlicht wurde, schrieb Costello auf mysteriöse Weise über eine Stimme wie Schnee, der im Feuerschein schmilzt. Viele glaubten, dies sei eine Anspielung auf Agneta, aber eigentlich war es eine Anspielung auf etwas ganz anderes. 2018 veröffentlichte er dann sein Album mit dem Titel Look Now, Photographs Can Lie, das in Zusammenarbeit mit Burt Bacharach komponiert wurde von Kritikern für seine Struktur gelobt, die unverkennbar an ABBA erinnert. Der Song enthielt ein prächtiges Klavier, hochfliegenden Frauengesang und einen eindringlichen, emotionalen Sog. Als ob es eine Hommage wäre, auch wenn es nicht gesagt wurde. Parallel Leben, entfernte Echos. Sowohl Costello als auch die Mitglieder von ABBA haben häufig über den Preis des Ruhms, den Preis der kreativen Verletzlichkeit und die besondere Nähe zwischen dem Künstler und dem Zuhörer gesprochen. Obwohl sie nie im gleichen Studio oder auf der gleichen Bühne gearbeitet haben, haben sich ihre Karrieren wie Satelliten umkreist. Sie sind verbunden durch gegenseitigen Respekt, bescheidene Wertschätzung und ein gemeinsames Leid.
das den Melodien ihres Lebens zugrunde liegt. Und selbst wenn sich die Musikwelt erneut verändert, bleibt ihr Vermächtnis kongruenter, als es den meisten Menschen bewusst ist. Sie sind in erster Linie Komponisten, in zweiter Linie Interpreten und für immer Romantiker mit Problemen. Das Vermächtnis ihrer Worte, wenn aus Lob ein Bekenntnis wird. Worte sind wichtig, und das gilt besonders, wenn sie von Songwritern geschrieben werden, deren ganzes Leben sich um die perfekte Wortwahl gedreht hat. Und als Elvis Costello anfing, öffentlich über Agnetha Faltskog zu sprechen, bemerkten seine langjährigen Anhänger, dass er einen Ton anschlug, der nicht typisch für ihn war. Es war nicht nur eine Frage der Dankbarkeit. Es war ein Gefühl des Respekts. Die Komplimente auspacken. Während eines Radiointerviews, das 2022 auf BBC 6 Music stattfand, wurde Costello gefragt, welche Sänger er für die emotional fesselndsten halte. Nachdem er die üblichen Verdächtigen wie Dusty Springfield und Aretha Franklin genannt hatte, überlegte er einen Moment lang, bevor er schließlich hinzufügte, Agnetha ist natürlich auch dabei. Die Art und Weise, wie sie selbst den banalsten Satz singt, hat etwas wirklich Herzzerreißendes. Es ist, als ob sie alles noch einmal erleben würde. Nachdem er von der Moderatorin aufgefordert wurde, dies zu erläutern, ging Costello sofort zu anderen Dingen über. Dies war jedoch nicht der einzige Fall, in dem seine Bewunderung für sie sehr persönlich wurde. Es sind nicht immer die Texte oder das Arrangement, die wichtig sind. Manchmal ist es die Qual in einer Stimme. Es ist möglich, dass Agnetha eine Einkaufsliste singt und einem das Herz bricht. Es fühlte sich mehr wie ein Geständnis als eine Rezension an, was eine willkommene Abwechslung war. Es ist weniger eine sexuelle Sehnsucht als vielmehr ein Gefühl der kreativen Verwandtschaft. Der Eindruck, dass ihre Stimme in einen Teil von Costellos emotionalem Kern eingedrungen war, zu dem nur sehr wenige Menschen jemals Zugang hatten. Was Agnetha gesagt hat und nicht gesagt hat. Agnetha hingegen hat den notorisch geheimnisvollen Aspekt ihrer Persönlichkeit beibehalten. Es stimmt, dass sie sich nie öffentlich zu Costello geäußert hat. Aber in einem Interview, das sie 2016 zur Promotion ihrer Solo-Compilation führte, wurde sie gefragt, welche zeitgenössischen Musiker sie respektiere. Wie hat sie reagiert? Ich höre nicht viel neue Musik, sagte sie. Dennoch gibt es ein paar englische Liedermacher, die ich gerne höre. Diejenigen, die weiterhin daran glauben, dass es sich lohnt, die Wahrheit auszusprechen, auch wenn es ihnen Schmerzen bereitet. Namen wurden von ihr nicht genannt. Die Beschreibung passte jedoch hervorragend zu Costello. Es ist möglich, dass dies der Zweck der Kommunikation zwischen den beiden Künstlern war. Anstatt durch Interviews oder Duette zu sprechen, kommunizierten sie durch subtile Signale, entfernte Harmonien und gemeinsame Ideale. Wenn Kunst zu einer Botschaft wird. Die Interviews, die Costello gab, wurden immer introspektiver, je mehr er sich seinen 70er Jahren näherte. Es war spät in der Nacht, als er von seinem Bedauern sprach, von Freundschaften, die er verloren hatte, und von Stimmen, die ihn weiterhin plagten. In diesen Gesprächen taucht gelegentlich Agnethas Name auf, nicht als prominenten Schwarm oder als Klatsch und Tratsch aus der Boulevardpresse, sondern wie ein Spiegel. Er spiegelt eine Facette seiner selbst wider, die er vor der Öffentlichkeit zu verbergen sucht. Den Romantiker, den Nostalgiker und den Mann, der nie ganz loslässt, was ihn berührt. Außerdem ist es möglich, dass diese Enthüllung genau das ist, was sie ist. Es ist kein Skandal und schon gar kein Zeichen. Andererseits, um etwas persönlicher zu werden. Da er ein Mann der vielen Worte ist, hat er nun zugegeben, welche Worte noch nachhallen. Die Kosten des Bekanntseins. Über mehrere Jahrzehnte hinweg tanzte Costello auf dem schmalen Grat der Offenlegung. Wenn er interviewt wird, kann er in einem Moment sehr offen und ehrlich sein, im nächsten aber sehr zurückhaltend. Er kann Dinge erzählen, die sehr persönlich sind. Aber dann schiebt er mit einem Grinsen oder einem Witz abrupt einen Riegel vor. Es handelt sich nicht nur um einen Abwehrmechanismus, sondern um ein integrales Element seiner künstlerischen Praxis. In einem Interview mit dem Mojo Magazine sagte er einmal, ich singe, was ich nicht sagen will. Faltskog hingegen ist dafür berüchtigt, dass sie sich nach dem Höhepunkt der Popularität von ABBA aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Obwohl sie in der ganzen Welt bewundert wurde, zog sie sich für einige Jahre aus dem öffentlichen Leben zurück. Weil sie sich dafür entschied, zu schweigen, wurde sie zu einem Mythos. Das lag nicht daran, dass sie aufhörte zu singen, sondern daran, dass sie sich dafür entschied, zu schweigen. Was sie verbindet, ist nicht ein bestimmter Stil
oder ein bestimmtes Genre, sondern vielmehr etwas Tiefgründigeres. Der Respekt vor der Privatsphäre in einer Zeit, in der das Verschweigen bestraft wird. Sie haben beide gerade genug preisgegeben, um weiterhin geliebt zu werden. Aber sie haben auch gerade genug zurückgehalten, um weiterhin unerreichbar zu sein. Das ist der Grund, warum Costellos Gedanken über sie plötzlich so substanziell erscheinen. Dies ist kein Material für die Boulevardpresse. Es sind Einblicke in das, was ein Künstler in einem anderen sieht. Ein Mensch, der beschlossen hat, zu schweigen, während er weiter auf der Bühne steht. Die Bewunderung der Selbstbeherrschung durch jemanden, der sich des Preises bewusst ist, den sie fordert, steht im Mittelpunkt dieses Artikels. Es ist möglich, dass dies der wichtigste Aspekt ist. Es war nie notwendig, dass sich diese Menschen trafen, miteinander ausgingen oder gemeinsam auftraten, um sich verbunden zu fühlen. Das war etwas, was ihre Musik für sie und auch für uns getan hat. Wenn Costello seine Bewunderung für Agneta ausdrückt, geht es nicht nur darum, auf eine Stimme zu zeigen. Die Person, die sowohl die Schönheit als auch die Tragödie mit Eleganz gemeistert hat und die sich nie erklären musste, um verstanden zu werden, ist die Person, die er als Seelenverwandte identifiziert. In gewisser Weise hat sich ihre ganze Beziehung nicht im grünen Zimmer oder bei Preisverleihungen entwickelt, sondern eher zwischen den Zeilen, in Liner Notes, Interviews und der Sprache der Melodie und Bedeutung, die nicht ausgesprochen wird. Hinter den Kulissen haben sie sich jemals getroffen oder heimlich zusammengearbeitet. In Wirklichkeit ist die Welt der Musik viel kleiner, als wir normalerweise glauben. In den Gängen der Studios, bei Preisverleihungen, durch gemeinsame Produzenten oder durch spätabendliche Mitteilungen, die über das Management weitergeleitet werden, kommen Künstler zufällig miteinander in Kontakt. Die Frage, ob sich Elvis Costello und Agneta Faltskog jemals hinter verschlossenen Türen getroffen oder zusammengearbeitet haben, ist also gar nicht so weit hergeholt, wie es sich für Fans anhört. Das Konzept ist nämlich gar nicht so weit hergeholt, wie es klingen mag. Offiziellen Unterlagen zufolge gibt es keine Hinweise auf eine Zusammenarbeit zwischen Costello und Faltskog. Dies ist in den Songwriting Credits, den Produktionsnotizen und den Tourneeaufstellungen durchgehend der Fall. Andererseits hielt Costello inne, als er 2023 in einem Interview gefragt wurde, ob er sie jemals getroffen habe. Dann kam ein Grinsen. Sagen wir einfach, ich habe sie von nah und fern bewundert, fügte er auf geheimnisvolle Weise hinzu. Wie ein Sprichwort sagt, manche Dinge bleiben besser in der Melodie als in der Erinnerung. Mysterious? Mit einem Wort, ja. Dennoch ist es bezeichnend für Costellos Ansatz, das Unausgesprochene zu würdigen. Agnetas Solojahre, eine Eröffnung? Während Agneta in den frühen 2000er Jahren eine Solo-Renaissance erlebte, arbeitete sie mit einer Reihe von Musikern zusammen, die nicht mit ABBA verbunden waren. Damals gab es Gerüchte, dass sie ein Duettalbum in Erwägung zog, das etwas Persönliches und Introspektives sein sollte. Es gab sogar eine Boulevardzeitung, die berichtete, dass ihr Team im Jahr 2004 versucht hatte, Costellos Vertreter zu kontaktieren. Aber die Geschichte wurde sofort dementiert und nichts wurde offiziell bestätigt. Sollte es wirklich einen Kontakt gegeben haben, so wurde dieser nie veröffentlicht. Dennoch bleibt das Konzept bestehen, weil es angemessen ist, zwei Sängerinnen, die für ihre Zerbrechlichkeit bekannt sind und ein hohes Alter erreicht haben, teilen sich ein Studiomikrofon. Versuchen Sie, sich die Musik vorzustellen, die während dieser Sitzung entstanden sein könnte. Die Vorstellung, dass Agneta und Elvis einmal eine Schreibsession oder ein Studiotreffen vereinbart hatten, aber aufgrund von Terminkonflikten, Ängsten oder persönlichen Vorbehalten nicht in der Lage waren, es durchzuführen, ist eine Vorstellung, die weiterhin in Musikgemeinschaften und Fanforen kursiert. In Anbetracht von Agnetas Tendenz, sich zurückzuhalten, und Costellos Verpflichtungen, auf Tournee zu gehen, ist es nicht schwer zu glauben, dass dies der Fall ist. Es wird vermutet, dass diese angebliche Beziehung die Quelle eines unveröffentlichten Demos gewesen sein könnte, das derzeit in Branchenkreisen kursiert. Das Band trägt angeblich den Titel Falling to the Echo. Die Ungewissheit über seine Herkunft bleibt bestehen. In den Annalen der Musikgeschichte ist dies jedoch manchmal alles, was nötig ist, um einen Traum am Leben zu erhalten. Vielleicht ist das das Ziel, wenn sie gar nicht erst zusammen gesungen haben. Sie brauchten weder Harmonie noch eine Trackliste, um eine Beziehung zu haben. Sie bestand in der Anerkennung, sei es durch die wissenden Blicke, die zwischen den Interviews hin und her gereicht wurden, oder durch die gegenseitige Wertschätzung.
die zwischen zwei Künstlern bestand, die sich des Preises bewusst waren, zu viel und zu offen zu fühlen. Ein subtiles Vermächtnis gegenseitiger Beeinflussung mag sich in der Lücke zwischen Duett und Distanz gebildet haben, die vielleicht der Geburtsort von etwas noch Faszinierenderem war. Die Briefe, die nie abgeschickt wurden. Was glauben Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Costello und Foldscock geklungen hätte? Viele Leute, darunter Fans und Kritiker, haben Hypothesen aufgestellt, häufig mit lyrischem Respekt. In Kombination mit Agnetas kristallklarem, emotionsgeladenem Gesang und zeitloser Popsensibilität hätte Elvis, der für seine messerscharfen Texte, seinen schneidenden Humor und seine breite musikalische Palette, die von Punk über Jazz bis hin zu Klassik reicht, bekannt ist, ein Meisterwerk schaffen können, das sich durch die Kombination dieser beiden Elemente einer Kategorisierung entzieht. Bedenken Sie, der Song ist eine wunderschöne Ballade mit melancholischen Geigen und Agnetas Gesang, der sich über Costellos erzählende Zeilen erhebt. Oder aber ein heiteres Duett voller poetischem Sarkasmus und bittersüßer Erinnerungen, in dem ihre unterschiedlichen Herangehensweisen eine intime Spannung zwischen ihnen erzeugen. Seit langem ist bekannt, dass Costello, der als Meister des Wortes gilt, Briefe schreibt, die er in Schubladen versteckt hält, anstatt sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In einem Teil seines Buches, das nicht veröffentlicht wurde und im Jahr 2022 durchsickerte, erwähnte er einen Brief, den er geschrieben, aber nie abgeschickt hatte, an einen verwandten Geist in Stockholm. Obwohl sie nicht identifiziert wurden, sahen Bewunderer sofort die Verbindung. In dem Brief wurden Wertschätzung und die Hoffnung auf eine kreative Begegnung zum Ausdruck gebracht. In dem Brief wurde der Wunsch geäußert, die eigenen künstlerischen Stile in einer Weise zu kombinieren, die über das Erwartete hinausgeht. In ähnlicher Weise soll Agneta, die großen Wert auf ihre Privatsphäre legt und außerhalb von ABBA nur selten über ihren Beruf spricht, in den späten 1990er Jahren einen Brief an Costello geschickt haben, nachdem sie einen seiner Songs gehört hatte. Es wurde berichtet, dass der Brief dazu gedacht war, seine mutige Verletzlichkeit zu loben, ein Charakterzug, mit dem sie sich wirklich identifiziert. Obwohl keiner der beiden Briefe jemals an die Öffentlichkeit gelangte, deutet die Tatsache, dass diese aufrichtigen Botschaften gefunden wurden, darauf hin, dass eine Beziehung bestand, die über die kursierenden Geschichten hinausging. Eine Zusammenarbeit zwischen Costello und Foldscock hätte mehr sein können als nur ein Duett oder ein gemeinsames Album. Sie hätte das Potenzial gehabt, eine Brücke zwischen verschiedenen Epochen und Genres zu schlagen und die britische New Wave und die schwedische Popgeschichte zusammenzubringen. Eine kollektive Untersuchung des Prozesses der kreativen und persönlichen Neuerfindung, bei der sich jeder Künstler jenseits seiner bisherigen Bekanntheit neu erfindet. Ein Diskurs über Verletzlichkeit, Popularität und Langlebigkeit, der kreativ ist und neue Schichten ihrer Identitäten freilegt, während sie komplexer werden. Letztendlich ist die Zusammenarbeit, die nie stattgefunden hat, ein starkes Was-wäre-wenn-Szenario, das das Feuer der Kreativität schürt und das Wunder hervorhebt, das man in den Lücken zwischen den prominentesten Figuren der Musikgeschichte entdecken kann. Vermächtnis und Einfluss. Auch Jahrzehnte nach ihrem Höhepunkt sind Elvis Costello und Agneta Foldscock noch immer überragende Persönlichkeiten, deren Einfluss auf die Musikindustrie und darüber hinaus noch immer spürbar ist. Ihre Karrieren, die sich durch künstlerische Neuerfindung und emotionale Ehrlichkeit auszeichnen, dienen weiterhin als Inspirationsquelle sowohl für aufstrebende Künstler als auch für ihre treuen Anhänger. Der Einfluss von Elvis Costello erstreckt sich über Musikgenres und viele Generationen hinweg. Durch seine umfangreiche Diskografie, die Punk, New Wave, Country, Klassik und andere Genres umfasst, ist er zu einem Vorbild für Musiker geworden, die Authentizität und songschreiberische Tiefe suchen. Eine Reihe zeitgenössischer Künstler, darunter The Decemberists und Saint Vincent, haben Costello als einen bedeutenden Einfluss anerkannt und seinen geschickten Wortwitz und seine mutigen Sprünge zwischen den Genres gelobt. Seine kontinuierlichen Partnerschaften mit Künstlern wie Anne-Sophie von Otter und Diana Krall zeigen, dass er sich nicht auf einen bestimmten Stil festlegen lassen will. Dadurch motiviert er die Musiker, ihre künstlerischen Interessen zu erforschen, ohne Angst zu haben, beurteilt zu werden. Die Auseinandersetzung Costellos mit persönlichen Themen wie Liebe, Bedauern und Gesellschaftskritik findet weiterhin Anklang bei Hörern, die sich mit der Komplexität des modernen Lebens auseinandersetzen.
In den Annalen der Popmusik gehört Agnetas Stimme nach wie vor zu den meistgeschätzten und bekanntesten Stimmen. Ihr Solowerk, das von aufrichtigen Emotionen und Liedern durchdrungen ist, die den Test der Zeit bestanden haben, wird weiterhin geschätzt. Zusätzlich zu ihrer berühmten Rolle in der Band ABBA. Eine Reihe zeitgenössischer Musiker wie Robin und Tove Lo haben Agnetas Einfluss auf die emotionale Ehrlichkeit und stimmliche Klarheit, die für den skandinavischen Pop charakteristisch sind, erkannt. Agnetas Fähigkeiten wurden durch die Wiederauferstehung von ABBAs Musik, die durch Wiederveröffentlichungen und die virtuelle ABBA Voyage Performance erreicht wurde, einer völlig neuen Generation bekannt gemacht. Dies hat auch das Interesse an ihrer Solokarriere neu entfacht. Zahlreiche Menschen, insbesondere Frauen, die im Musikgeschäft tätig sind und versuchen, sich in der Öffentlichkeit zurechtzufinden, lassen sich von Agnetas Erfahrung inspirieren, wie man Popularität mit Privatsphäre und persönlicher Entwicklung in Einklang bringt. Elvis Costello und Agneta Fältskog sind ein perfektes Beispiel für die Kraft, die durch Neuerfindung erreicht werden kann, um Langlebigkeit zu erreichen. Ihre Bemühungen erinnern uns daran, dass für Künstler ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln. Keiner von ihnen lehnte sich zurück und sonnte sich in seinen bisherigen Erfolgen, sondern suchte aktiv nach neuen Wegen. Authentizität ist eine Verbindung, die die Zeit überdauert. Die Tatsache, dass sie sich nicht scheuen, persönliche Themen zu berühren, lässt ihre Arbeit ewig erscheinen. Eine Leidenschaft für ihren Beruf, die Wertschätzung und Respekt verdient, haben sich beide Künstler während ihrer gesamten Karriere bewahrt. Es ist ein Denkmal dafür, dass zwei so unterschiedliche Musiker auf ihre Weise bleibende Spuren in den Herzen von Millionen von Menschen hinterlassen können, dass ihr Vermächtnis in den Teppich der zeitgenössischen Musikgeschichte eingeflochten ist. Was meinen Sie dazu? Enthüllte Elvis eine tiefe Wahrheit über Ruhm und Trauma, oder veröffentlichte er ein privates Gespräch, das besser im Verborgenen geblieben wäre? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Hat Agneta recht, ihren Frieden zu schützen? Oder haben die Fans mehr verdient? Wenn Ihnen dieses Video gefällt, abonnieren Sie es, um auf dem Laufenden zu bleiben. Denn was diese Legenden in ihren späteren Jahren von sich geben, könnte das Ehrlichste sein, was sie je gesagt haben.